10 deutsche Redewendungen, die mich völlig verwirrt haben. Ich war gerade erst in Berlin angekommen. Der Flughafen war voll, überall Menschen, die in Eile waren. Ich zog meinen Koffer hinter mir her und suchte nach dem Taxistand. Ein älterer Mann in einer gelben Jacke winkte mir zu. »Wohin geht's?« fragte er mit einer Stimme, die genauso müde klang, wie ich mich fühlte. Ich zeigte ihm die Adresse auf meinem Handy. »Hier bitte.« Er nickte, nahm meinen Koffer und legte ihn in den Kofferraum. Auf der Fahrt schaute ich aus dem Fenster und versuchte, die Schilder zu lesen. Alexanderplatz, Hauptbahnhof. Die Namen klangen so fremd, aber auch so spannend. In meinem Kopf wiederholte ich ständig, hier beginnt ein neues Leben. Aber bin ich wirklich bereit dafür? Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. Mein Zimmer war klein, aber gemütlich. Ich hörte Geräusche aus der Küche und folgte ihnen. Dort stand Johanna, meine Mitbewohnerin, mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Sie lächelte mich an und sagte, »Guten Morgen. Mach dir keinen Kopf, es wird alles gut.« Ich runzelte die Stirn. Kopf? Was hat mein Kopf damit zu tun? »Ach, das ist nur eine Redewendung. Mach dir keinen Kopf bedeutet, mach dir keine Sorgen.« Ich nickte, aber in meinem Kopf dachte ich, wie viele dieser seltsamen Ausdrücke gibt es wohl? Nach dem Frühstück ging ich in eine Bäckerei, um Brötchen zu kaufen. Der Duft von frischem Brot war überall. Ich wartete, bis ich an der Reihe war und sagte mit meiner besten deutschen Aussprache, »Ein Brötchen bitte.« »Das ist doch ein Klacks.« Ich erstarrte. Klacks? Was meint sie damit? Ich bezahlte schnell, bedankte mich und ging zurück nach Hause. Dort suchte ich im Internet nach der Bedeutung. Es bedeutete, das ist ganz einfach. Ich musste lachen. Warum können Sie nicht einfach sagen, dass es einfach ist? Ein paar Tage später begann mein erster Arbeitstag. Ich war nervös. In einer Besprechung sagte mein Chef plötzlich, »Jetzt Butter bei die Fische.« Alle schauten mich an. Mein Herz schlug schneller. Butter? Fische? Was will er von mir? Nach dem Meeting fragte ich meine Kollegin Lisa, was bedeutet das mit der Butter und den Fischen? Das heißt, es ist Zeit, Klartext zu reden. Sag einfach, was Sache ist. Ich nickte und machte mir eine Notiz. Butter bei die Fische. Klartext reden. Am Wochenende entschied ich mich, die Stadt zu erkunden. Mit einer Karte in der Hand stieg ich in die U-Bahn. Es dauerte nicht lange, bis ich den Überblick verlor. Ich fragte einen jungen Mann nach dem Weg. Er schaute mich an und sagte, »Du machst aus einer Mucke einen Elefanten.« »Mücke? Elefant?« fragte ich verwirrt. »Das bedeutet, dass du aus einem kleinen Problem ein großes machst.« Ich nickte langsam. Okay, wieder etwas gelernt. An einem Abend hatten Johanna und ich eine kleine Diskussion über den Abwasch. Sie schaute mich streng an und sagte, »Du kannst mir nicht auf der Nase herumtanzen.« Ich blinzelte. »Ich tanze auf deiner Nase? Wie soll das gehen?« Johanna lachte. »Das bedeutet, dass du mich nicht ausnutzen oder ärgern kannst.« Ich hob die Hände. Okay, ich gebe auf. Ich mache den Abwasch. Ein paar Wochen später lernte ich Lia auf einer Party kennen. Sie war freundlich, witzig und sprach langsam mit mir, damit ich alles verstehen konnte. Nach unserem ersten Date sagte sie zu mir, »Ich habe Schmetterlinge im Bauch.« Ich runzelte die Stirn. »Schmetterlinge? In deinem Bauch?« »Nein, das bedeutet, dass ich verliebt bin.« Ich lächelte und sagte, »Das ist die schönste Redewendung, die ich je gehört habe.« Eines Tages hörte ich 2 Kollegen im Büro miteinander reden. Einer sagte, »Das ist nicht mein Bier.« Ich wusste nicht, ob ich lachen oder fragen sollte. Nach der Arbeit fragte ich Lisa, was bedeutet, das ist nicht mein Bier? Das bedeutet, das geht mich nichts an. Ich wiederholte, das ist nicht mein Bier. Langsam begann ich mich wie ein echter Deutscher zu fühlen. Mit jedem Tag lernte ich mehr. Jedes Mal, wenn ich eine neue Redewendung hörte, notierte ich sie und übte sie selbst zu benutzen. Eines Morgens schaute ich in den Spiegel und sagte zu mir selbst, ich habe nicht nur die Sprache gelernt, sondern auch die Kultur verstanden. Mach dir keinen Kopf. Das bedeutet, dass du dir keine Sorgen machen sollst. Alles wird gut. Das ist doch ein Klacks. Es bedeutet, dass etwas sehr einfach oder kein Problem ist. Jetzt Butter bei die Fische. Das heißt, dass man ehrlich sein und direkt zum Thema kommen soll. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten.
Es bedeutet, dass jemand ein kleines Problem viel größer macht, als es ist. Du kannst mir nicht auf der Nase herumtanzen. Das heißt, dass jemand dich nicht ärgern oder ausnutzen kann. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Das bedeutet, dass man sich verliebt fühlt oder glücklich aufgeregt ist. Das ist nicht mein Bier. Es bedeutet, dass etwas nicht dein Problem ist und dich nichts angeht. Der Flughafen. Ich fahre zum Flughafen, um meinen Freund abzuholen. Der Koffer. Mein Koffer ist sehr schwer. Der Taxistand. Der Taxistand ist direkt vor dem Bahnhof. Das Handy. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Die Adresse. Kannst du mir deine Adresse geben? Der Kofferraum. Der Kofferraum ist voll mit Gepäck. Die Mitbewohnerin. Meine Mitbewohnerin ist sehr nett. Das Frühstück. Zum Frühstück esse ich meistens Brötchen. Die Bäckerei. In dieser Bäckerei gibt es frische Brötchen. Das Brötchen. Ich kaufe 3 Brötchen für das Frühstück. Der Chef. Mein Chef hat heute eine Besprechung. Die Besprechung. Die Besprechung beginnt um 10 Uhr. Die U-Bahn. Ich nehme die U-Bahn zur Arbeit. Die Mücke. Eine Mücke hat mich gestochen. Der Elefant. Der Elefant ist das größte Landtier. Die Nase. Meine Nase läuft. Ich glaube, ich bin erkältet. Der Bauch. Mein Bauch tut weh. Der Schmetterling. Der Schmetterling fliegt über die Blumen. Das Büro. Mein Büro ist im 3. Stock. Das Bier. In Deutschland trinken viele Leute Bier.